Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Heute geht es in die Spielvorschau vor dem Spiel gegen Preußen Münster. Es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Münster hat sehr, sehr viele Verletzte und wir haben einen eigentlich fast komplett vollständigen Kader mit dabei. Es fehlen viele wichtige Spieler bei Preußen. Das bedeutet für uns, dass wir unbedingt diesen Moment nutzen müssen und 3 Punkte holen müssen. Da gibt es gar keine andere Wahl aktuell. Wir blicken aber so wie immer zuerst auf unseren Gast dann und schauen auf alles weitere, den aktuellen Stand in der Tabelle und auch wie es aktuell läuft bei Preußen. Zuletzt hat man ein 2:2 gegen Dresden abgeliefert, das war ein solides Spiel. Spielerisch hat man es nicht schlecht gemacht, aber auch viele Fehler dann dabei. 11. Platz sind sie aktuell mit 11 Punkten, 3 Siegen, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen. Schlüsselspieler dabei sind meistens Schenk, Meyer und Hendricks, die aktuell dabei sind. Spielsystem ist das 4-4-2 in der Raute. Verletzte gesperrte Spieler sind dann Jekel, Tikvic, Scherder, Bulay, Meyerhöfer, Schulz, Mees, Wilhelmsson und Armenjedo. Das sind sehr, sehr viele Spieler, die auch eigentlich Stamm spielen. Jekel Stammverteidiger, Tikvic auch Rotation, Scherder zuletzt Stamm gespielt, Bulay hat zuletzt Stamm gespielt, Meyerhöfer hat auch immer eine Rolle gespielt, Schulz natürlich auch, Mees, Wilhelmsson und Armenjedo auch. Also da muss man schon klar sagen, das ist für uns positiv. Hier habe ich aber erstmal eine Startelf ausgepackt. Ob die Supers wirklich kommt, weiß ich nicht. Schenk im Tor, Herr Horst rechts, Heuer und Kulis die neue Innenverteidigerkette. Kirkeskopf links, was anderes links haben sie eigentlich nicht. Preisinger im ZDM, Hendricks und Zertemir im Mittelfeld und Schulz als Zehner. Badmatz und Meyer sehe ich aktuell im Sturm. Mit Meyer haben wir auch nicht so eine gute Erfahrung. Den hätte ich auch gerne beim Club gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Spielertyp gefällt er mir unglaublich gut. Naja, damit haben wir den Kader von Preußen Münster ein bisschen mal unter die Lupe genommen. Ist eigentlich sehr interessant, weil sehr, sehr wichtige Ausfälle da sind. Bei uns ist das zum Glück nicht der Fall. Damit blicken wir aber auch an dieser Stelle auf unseren Club. Schauen, was da so abgeht, kadertechnisch, ligatechnisch und was auch immer so aktuell im Vorgang ist. Der FCM hatte eine intensive Trainingswoche hinter sich und vor allem auch eine wichtige, denn man hat jetzt am Offensivspiel noch ein bisschen gebastelt. Lautstark war es auf dem Feld, auch das ist klar erkennbar gewesen. Nun muss man schauen, ob man das auch aufs Feld bringt. Der FCM holte 4 Punkte aus 9 Spielen, ein Sieg, ein Unentschieden und 7 Niederlagen schon, das ist äußerst viel. Schlüsselspieler dabei sind oft Artig, Ulrich und Matthiesen. Spielsystem, welches wir spielen, ist aktuell 3-4-2-1 unter Sander. Auch das kann zur Fünferkette werden, ist immer unterschiedlich, aber die Dreierkette hat mir zuletzt sehr gut gefallen. Verletzte gesperrte Spieler sind Charles Zukowski. Es wirft sich aktuell jeder rein, auch das ist klar, das hat man gegen Darmstadt gesehen. In jeden Ball wurde sich irgendwie auf die allerletzte Menge nochmal rein gequetscht. Das ist ein sehr, sehr gutes Defensivverhalten aktuell. So kann es weitergehen. Hier kommen wir aber erstmal zur Startelf. Hier habe ich Reimann im Tor, Müller, Hugonet und Matthiesen in der Kette natürlich. Die haben es aktuell sehr, sehr sauber verteidigt. Auch gegen Darmstadt war das sehr, sehr gut. Da sehe ich keinen Grund für Änderungen. Dann würde ich wieder Neuenberger links setzen, würde für Falco Miche, der etwas unsicher war, trotzdem gute Qualität reingebracht hat. Erstmal Hurrien bringen, wenn er wieder fit sein sollte, so wie es aussieht. Ulrich wieder und Musunda rechts. Herrscher und Artig sehe ich auf den ZOM bzw. Außenposition. Die haben es auch zuletzt äußerst stark gemacht. Und Unai Wu im Sturm. Obwohl Unai Wu das letzte Mal nicht dabei war, ich möchte gerne ein schnelles Element sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat Ormström und vor allem Bräunig überhaupt nicht gefallen. Deswegen ist ja sinnvoll, dann den dritten Stürmer zu wählen. Das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, auch wenn ich nicht verstehe, warum. Weil mir wenigstens das schnelle Element von Unai Wu eigentlich immer gefallen hat. Aber ja, damit mein Tipp. Ich tippe 2-0 für den Club. Es wird natürlich ein sehr, sehr schwieriges Spiel werden. Ich habe aber ein Gefühl, wenn wir das erste Tor schießen, dass es dann funktionieren könnte. Du musst gegen diese Münsterer gewinnen. Es ist ein klares Ding. Wenn du nicht gegen Münster gewinnst, kannst du gegen niemanden gewinnen. So ist der Fußball und damit auch ein klares Zeichen, dass man Punkte braucht. Diese müssen wir jetzt einfahren, sonst wird es immer schwieriger.
Als nächstes geht es nach Illertissen und dann gegen Bochum. Das sind auch zwei Spiele, die vielleicht sich aktuell einfacher anhören, als sie sind, aber die sind unglaublich schwierig zu bestreiten. Und da wird es sehr, sehr hart werden. Deswegen jetzt unbedingt ein Dreier muss man holen, um irgendwie positive Stimmung hier reinzubringen, die natürlich dann länger anhalten soll. Eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ab 99 kann man Mitglied werden und damit ciao Leute.